Das Solix 2 Balkonkraftwerk bekommt das Anker Smart Meter zusammen mit einem kombinierten Fehlerstrom- und Leistungsschutzschalter hier im Mehrfamilienhaus. Die Batterie soll ja nur die Energie liefern, die gerade verbraucht wird. Zuerst habe ich das Solix 2 nur ohne Smart Meter genutzt, da der Einbau im Mehrfamilienhaus nicht so einfach ist und im Winter die Batterie sowieso kaum voll wird. Bei mir muss das Smart Meter im Keller in der Nähe des Zählers eingebaut werden. Dort ist allerdings der WLAN-Empfang schlecht, zudem sollte es sicherheitshalber durch einen Elektriker eingebaut werden, also habe ich zuerst ständig in die App geschaut und versucht im benutzerdefinierten Modus den Verbrauch so gut es geht anzupassen. Allerdings habe ich den Verbrauch, besonders den des Kühlschranks, unterschätzt. So wurde ständig noch zusätzlich Energie bezogen, da ich nachts zu wenig eingestellt hatte, wie ich nach Anschluss des Smart Meter festgestellt habe. Ich bin dann erst einmal mit dem Smart Meter in den Keller und habe dort den WLAN-Empfang geprüft. Mit dem Handy war dieser nicht vorhanden, deswegen habe ich einen Netzstecker an das Smart Meter angeschlossen und im Keller an einer Steckdose ausprobiert. Mit der Stummelantenne gibt es keinen Empfang. Mit der beiliegenden magnetischen Zusatzantenne ist zu meiner Überraschung WLAN-Empfang gegeben, wenn auch schwach, aber ausreichend. Zuerst hatte ich das Smart Meter mit Leistungsschutzschalter im Verteilerkasten in der Wohnung eingebaut, dies hat aber wegen der Verdrahtung zum Keller nicht funktioniert. Es gab dann eine Fehlermeldung, da die Messzangen nicht direkt hinter dem Zähler angeschlossen werden konnten. Solix sieht in der Anleitung einen Leistungsschutzschalter als Vorsicherung für das Smart Meter vor. Ich habe mich aber für einen kombinierten Leistungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter entschieden. An den Stromwandlern oder Zangen die Pfeilmarkierungen müssen Richtung Stromzähler zeigen. Also habe ich einen Termin beim Elektriker gemacht und das Smart Meter mit einem Dreifach-FI-LS-Schalter im Keller einbauen lassen. Laut Ankeranleitung reicht ein Dreifach-LS-Schalter, aber sicher ist sicher, allerdings auch 4-mal so teuer. Preise habe ich am Ende des Videos aufgelistet. Achtung, beim LS-FI müssen alle Anschlussleitungen vom Smart Meter über den FI gehen. Wird der blaue N-Leiter irgendwo aufgelegt und im FI nicht mitgezählt, löst der FI aus. Rückseite des Schalters. Einbau. Zusätzlich habe ich noch die 16 Ampere Sicherung der Einspeisesteckdose durch eine rote 10 Ampere ersetzt. Das reicht meiner Meinung aus und soll eine theoretisch mögliche Überlastung der Leitung vermeiden. Damit ist der Einbau fertig. In der App muss das Smart Meter dann noch hinzugefügt und ein Firmware-Upgrade gemacht werden. Modus Eigenverbrauch einstellen. Das Smart Meter wird jetzt durch ein weiteres Symbol in der App angezeigt. So sollte es aussehen, wenn es funktioniert. Die rote LED bedeutet, der Zähler steht still oder einen negativen Verbrauch, also Einspeisung. Leider funktioniert es nicht beim Kochen oder Backen, da in der Regel mehr wie die maximalen 800 Watt gebraucht werden, die das Solix liefern darf. Die bezogene und eingespeiste Leistung wird angezeigt. Man kann jetzt erkennen, wie viel Energie erzeugt wurde und wie viel Prozent eingespeist wurde. Anzeige ist möglich pro Tag, Woche, Monat und Jahr. Und bei Analyse der Energiequellen vom Grid sollte die Zahl möglichst klein sein, da das die teure bezogene Leistung ist. Die reservierte Leistung kann von 10% auf 5% gestellt werden, somit ist mehr Kapazität nutzbar. Neuestes Firmware-Update auf Version 1.0.5.3.2 hat ohne Probleme im laufenden Betrieb in circa 3 Minuten geklappt. Ein Reboot wird danach automatisch gestartet. Die Kosten bei Verwendung von FI-LS-Schalter mit Einbau vom Elektriker 314 €. Mit LS ohne Elektriker 43 €. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich über Like und Abo.